weiße Jade. Ihr wird nachgesagt, dass sie Mut und Kraft spendet. Ich vermisse dich jetzt schon. Komm bitte ganz schnell wieder zurück. Es fällt Ihnen nicht leicht, Ihrer Gattin den Aufenthalt in der Schweiz zu verschweigen. Nein. Wenn wir als Paar nicht mehr funktionieren, dann funktionieren wir vielleicht auch nicht mehr als Team in der Arbeit. Und jetzt? Tut mir leid, aber ich muss dich feuern. Du denkst immer noch über diesen Brief nach? Mit etwas Glück scheint hier gleich der Name des Empfängers. Clarissa? Wer sagt mir eigentlich, dass deine Einschätzung der Lage der Bank korrekt ist? Ich werde deine Bilanzen selbst noch mal durchchecken. Wir werden uns von einer der lukrativeren Sparten trennen müssen. Das heißt, entweder wir schließen meine Immobiliensparte oder wir verkaufen LCL. Clarissa von Anstetten. Und was hat das jetzt zu bedeuten? Wie es aussieht, ist sie die Mutter von Baby Bella. Ja gut. Damit ist wenigstens die Theorie vom Tisch, dass Bella deine Schwester ist. Wieso? Was? Meinst du, dein Vater hat eine Affäre mit Clarissa? Wieso denn nicht? Ach, Olli, komm, das ist doch total konstruiert. Aber Arno hat in seinem ersten Brief an mich von einer Schwester gesprochen. Arno hatte Alzheimer. Ja, und? Umso wahrscheinlicher ist es, dass er sich an Sachen erinnert, die er längst verdrängt hatte. Mein Gott, du gibst echt nicht auf, hä? Ja. Und jetzt? Und jetzt habe ich noch eine Chance. Und die wäre? Mit Clarissa reden. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann nicht gehen. Was heißt das? Sag du es mir bitte. Mensch, Dana, gib Hagen noch eine Chance. Er bereut die Sache mit Jessica. Er will dich. Da waren wir schon. Er hat mich betrogen. Ich habe einfach Angst, dass ihm noch mal so wehtut. Ich kann nicht zurück. Ganz ehrlich, dein Stolz steht dir gerade ziemlich im Weg. Es ist ja nicht falsch, stolz zu sein, aber wohin bitte soll das führen? Es ist nun mal nicht so leicht. Vielleicht passiert ja ein Wunder, das alles verändert. Nein, es wird kein Wunder passieren und das weißt du ganz genau. Ja. Gut. Dann muss ich eben gehen. Und zwar hierhin. Dana, ich glaube wirklich nicht, dass du das Richtige tust. Dana Wolf hier, hallo. Ja, ich warte. Bitte, du machst einen riesengroßen Fehler. Ja, ich bin noch dran. Aber nur den zweitgrößten, den ich machen könnte. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich nur, um Ansgars Missmanagement in der Bank auszugleichen, meine LCL-Anteile verschachern lasse? Muss ich dir jetzt wirklich noch die Zusammenhänge erklären? Ohne Bank bricht die gesamte Konstruktion der Enterprises zusammen. Ach, und deswegen soll ich jetzt meinen Kopf hinhalten? Ich habe gesagt, entweder verkaufen wir meine Immobiliensparte oder du verkaufst deine LCL-Anteile. Gut, dann verkaufen wir die Immobiliensparte. Das wäre betriebswirtschaftlicher Irrsinn. Ach, wenn du den Märtyrer spielen sollst, dann ist es plötzlich Irrsinn. Die Immobilienpreise, die steigen gerade in den Himmel. Ja, und deshalb wäre es geradezu verrückt. Tanja, hör zu. Auch das Gremium wird zu dem Schluss kommen, dass nur LCL bleibt, um den Untergang noch abzuwenden. Clarissa wird sich wie ein Bluthund auf LCL stürzen, wenn sie hört, dass diese Firma zum Verkauf steht. Und was das zu bedeuten hat, das muss ich dir jetzt nicht erklären. Was soll ich deiner Ansicht nach tun? Nur du und ich wissen, wie schlimm die Lage ist. Also was? Du sagst es ihnen gar nicht! Ich werde sagen, was ich weiß. Ich fange doch jetzt nicht an, rumzutricksen. Alle Optionen kommen auf den Tisch.
Und dann wird das Gremium entscheiden. Wissen Sie, Schmidt, diese Krise macht mich ja sehr glücklich. Vor allem, da niemand ahnt, dass sie nur aufgrund Ihrer exzellenten Buchführung existiert. Ja, richtig. Heute wird die erste Konzernsparte geopfert. Das heißt aber auch für Sie, dass Sie demnächst wieder aktiv werden müssen. Sie müssen neue Löcher auftun, die gestopft werden müssen. Ja, ich melde mich. Gibt es neue Probleme? Nein, nein. Ich meine, schlimmer kann es ja kaum kommen. Was sagt denn Sebastian dazu? Oh, bislang gar nichts. Aber ich bin mir sicher, dass er einen Weg finden wird, ohne dass wir eine Sparte verkaufen müssen. Na klar, der kann ja auch zaubern. Wenn es drauf ankommt, ja. Was redet er denn da? Keine Ahnung, er trommelt mit dem Kuli, deshalb kann man nichts verstehen. Verdammte Technik. Sollen wir das Experiment abbrechen? Nein. Setzen Sie die Überwachung rund um die Uhr fort. Sobald geredet wird, schaltet der Computer automatisch die Aufnahme ein. Sichten Sie das Material und sagen Sie Bescheid, wenn irgendetwas Relevantes passiert. Was wäre etwas Relevantes? Alles, was mit der Krise der Lahnsteinbank zu tun hat. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Ansgar so schlecht gewirtschaftet haben soll. Sie glauben, er hat an den Bilanzen rumgetrickst? Ich weiß es nicht. Aber ich spüre, dass etwas Seltsames vor sich geht. Ich hoffe, du kommst ohne mich klar. Hm? Ich muss euch hier nämlich alleine lassen. Aber ich verspreche dir, wenn das Fohlen da ist, dann komme ich euch besuchen. Hm? Komm her. Anna, da bist du ja wieder. Wieder trifft's nicht so ganz. Wieso? Was ist los? Heute ist mein letzter Tag. Ich bin nur hier, um mich von Bärbel zu verabschieden. Hä? Wo willst du nur hin? Ich habe ein Jobangebot in Köln. Was? New York? Ich wollte sowieso mal wieder eine längere Zeit in New York verbringen. Und wenn das mit Marlenes Engagement am Broadway klappt, dann verlängern wir die Flitterwochen vielleicht auf unbestimmte Zeit. Schön. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, Marlene ihren Seitensprung mit Rebecca zu verzeihen? Die Frage ist doch immer, was wiegt schwerer, die Liebe zum Partner oder die Verletzung? Ich fürchte bei Dana ganz klar Letzteres. Tja, das Problem ist, dass Frauen Seitensprünge immer etwas moralischer sehen. Du hast sie betrogen, die Umstände sind egal. Ich wollte ihr Zeit geben, das alles zu verarbeiten. Aber selbst unsere Zusammenarbeit ist der absolute Krampf. Und jetzt habe ich sie auch noch gefeuert. Erst betrügt er dich und dann kündigt er dir? Wie schäbig kann man sein? Es war die richtige Entscheidung. Für was? Die Zusammenarbeit hat einfach nicht mehr funktioniert. Es war nur noch eine Qual. Aber das ist doch nicht deine Schuld, sondern seine. Ja, das mag sein. Jedenfalls bin ich ab morgen in Köln. Also, wenn du ihm einen Tritt in den Hintern geben willst, dann hast du dafür meinen Segen. Aber darf ich dich daran erinnern, dass du das alles hier mit aufgebaut hast? Dein Herz hängt daran. Dana, ich weiß, wie es dir geht. Glaub mir, wenn einer weiß, was es bedeutet, betrogen zu werden, dann ich. Aber ich weiß auch, dass es immer wieder einen Weg gibt, weiterzumachen. Und dass es sich lohnt. Auch für Hagen. Das mit Hagen ist vorbei. Ich kann einfach nicht mehr. Weißt du noch, als ich damals um Marlene gekämpft habe? Als alles völlig hoffnungslos war? Tristan, was soll ich denn machen? Sie schafft es nicht mehr zu verzeihen. Das ist aber nun mal der Grundstein für einen Neuanfang. Und was willst du jetzt machen? Auf ein Wunder hoffen? Ein Wunder glaube ich schon lange nicht mehr. Oh, was ist denn los, Bärbel? Vielleicht schon Ideen. Ach, Quatsch. Sie ist frühestens in 3 Wochen dran. Hm? Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin da. Ich bin da. Das wird auch hoffentlich so bleiben. Ich meine, was wird das hier ohne dich? Alle werden dich vermissen. Ja, ich werde es auch vermissen. Vor allem dich, meine Dicke. Hm? Komm. Moment mal, Sie können hier nicht einfach rein. Haben wir einen Termin?
Nein, aber ich muss trotzdem mit Ihnen reden. Es geht um einen Brief, den ich in Arnos Nachlass gefunden habe. Und? Darin ist von einem unehelichen Kind die Rede. Arno soll ein uneheliches Kind haben. Davon weiß ich nichts. Ich glaube schon, dass Sie was wissen. Schauen Sie. Der Brief war an Sie adressiert. Die Schrift hat sich durchgedrückt. Keine Ahnung, wie mein Name da drauf gekommen ist. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun. Nicht so schnell. Es geht um dieses Kind. Ihr Name ist Bella. Und ich werde hier nicht weggehen, bevor ich nicht mehr über sie erfahren habe. Wird das noch was? Ich habe nicht ewig Zeit. Tja, das dauert so lange, wie es dauert. Also ich würde auch gern weiterarbeiten. Ich bin mit dem Schnittmuster für Marlines Hochzeitskleid sowieso schon im Verzug. Habt ihr Blockflöten überhaupt begriffen, worum es hier geht? Sebastian analysiert die Probleme der Bank. Das hat Vorrang vor allem anderen. Tja. Das hier heute ist sowas wie ein Schicksalstag. Schicksal. Welch großes Wort gelassen ausgesprochen. Aber das Ganze hier relativ wenig mit Schicksal zu tun. Sebastian weiß längst, wie es weitergeht. Ach, du meinst, Sebastian weiß bereits, welche Sparte verkauft werden muss? Ich bitte euch, Spekulationen bringen uns überhaupt nicht weiter. Er weiß auch, welche Sparte verkauft wird und welche nicht. Wenn du mehr Informationen hast, dann raus damit. Herrgott, nochmal, jetzt denk doch nach. Sebastian ist mit Tanja verheiratet. Sozusagen gehen die Immobilien mit der Mode ins Bett. Ja, und sie haben so wirklich viel Spaß dabei. Natürlich wird der LCL nicht zur Disposition stellen. Das Auktionshaus auch nicht. Ach, das weißt du bereits? Ja. Weil der Verkauf der Van Gogh-Sammlung einen garantierten Gewinn anbringen wird. Zurzeit steht LCL weit besser da. Ja, aber wer weiß, vielleicht wird die nächste Kollektion ein Ladenhüter. Ein Risiko, wie bei allen anderen Sparten. Ansgar hat recht. Sebastian wird gleich begründen, warum wir auf keinen Fall LCL oder die Immobiliensparte veräußern sollten. Ich wollte ohnehin noch einen Blick in die Unterlagen des Wirtschaftsprüfers werfen. Ihr traut mir nicht mehr. So weit hat Ansgar euch also schon gebracht? Sebastian, so war das doch gar nicht gemeint. Doch. Ganz genau so ist es, leider. Hier. Das sind meine Lösungsvorschläge, wie wir der Bankenkrise begegnen sollten. Ganz oben auf der Verkaufsliste stehen übrigens unsere LCL-Anteile. Jetzt kannst du gerne nachrechnen, Tristan. Sie kennen dieses Kind. Das sehe ich doch so, wie Sie reagieren. Was interessiert Sie das überhaupt? Was haben Sie mit Arnos alten Briefen zu schaffen? Kurz vor seinem Tod hat Arno angedeutet, dass ich vielleicht eine Schwester habe. Ich muss rausfinden, ob das stimmt und ob Bella diese Schwester ist. Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass Arno kurz vor seinem Tod nicht mehr ganz klar war. Ich weiß, dass an der Sache was dran ist. Und Sie werden mir jetzt sagen, was das ist. Wenn Sie jetzt nicht freiwillig gehen, muss ich leider den Wachdienst rufen. Den Wachdienst? Warum ist das alles so ein großes Geheimnis? Bitte schicken Sie den Sicherheitsdienst in mein Büro. Danke. Frau von Anstetten, bitte. Ich habe doch ein Recht zu erfahren, ob ich eine Schwester habe. Sagen Sie mir, ob Sie dieses Kind kennen. Nein, ich kenne es nicht. Sie lügen. Begleiten Sie den jungen Mann bitte zum Ausgang. Fassen Sie mich nicht an. Ich werde rausfinden, ob an der Sache was dran ist. Das verspreche ich Ihnen. Der Typ hinterlässt wirklich nichts als verbrannte Erde. Das ist gut so, Papa. Wenn er mir nicht gekündigt hätte, wäre ich wahrscheinlich gegangen. Jetzt nimm ihn nicht auch noch in Schutz. Ich will nicht drüber reden, Aber- okay? Ich hol uns mal was zu trinken. Bin gleich wieder da. This love
This love is a strange love, a faded kind of day. Verdammt! This love. So ein Mist! Na, was ist denn passiert? Mein Ring ist ins Wasser gefallen. Was? Oh. Komm, dann hol ich hier wieder raus. Halt mal fest. Kein Problem. Da ist er! This love is a strange love, a faded kind of day love. This love. Letzte Nacht, ich habe mit einer anderen Frau geschlafen. Wer ist diese Frau? Mann, es war eine völlig fremde Frau. Ich habe sie in der Bar getroffen. Wir hatten so viel getrunken und dann ist es einfach passiert. Jessica? Wie konntest du das tun? Sie ist meine Mitbewohnerin, meine Freundin. Sie leugnet einfach alles. Ja, was hast du denn erwartet? Dass sie dir einfach ihre Lebenslüge auftischt? Aber sie war nervös. Sehr nervös sogar. Das heißt, sie hat Bella erkannt. Das heißt aber trotzdem nicht, dass Bella deine Schwester ist. Nein, aber... Christian, verstehst du das nicht? Wenn ich schon nicht weiß, dass sie es ist, dann will ich wenigstens sicher sein, dass sie es nicht ist. Hey. Hey. Hallo Timo, komm rein. Ich habe dich vorhin im LCL gesehen. Ich weiß, eigentlich geht's mich nichts an und ich weiß auch nicht, was da vorgefallen ist. Aber hast du irgendwie Stress mit meiner Großmutter? Vielleicht kann er uns ja weiterhelfen. Worum geht's denn? Okay, ich weiß von Arno, dass ich vielleicht eine Schwester habe und jetzt ist in seinem Nachlass ein Foto von einem Baby aufgetaucht und ein Brief, der an Clarissa adressiert war. Deswegen wolltest du von Clarissa wissen, was sie darüber weiß? Ja. Ob dieses Baby überhaupt Ollis Schwester ist, weil das würde bedeuten, dass Ollis Mama oder Ollis Papa fremdgegangen ist, mit wem auch immer. Alles klar. Und deine Mutter willst du nicht direkt fragen? Wenn sie wirklich fremdgegangen ist, dann wird sie mir das nicht plötzlich nach 20 Jahren unter die Nase reiben. Falls mein Vater eine Affäre hatte, dann weiß sie das wahrscheinlich noch nicht mal. Oder sie will nicht schlecht über ihn reden. Jedenfalls hast du da vielleicht irgendwann mal was mitbekommen bei Arno. Ihr Name ist Bella. Nee. Aber wenn Clarissa irgendwas weiß, dann werde ich das rauskriegen. Und warum bist du dir so sicher? Sie hat noch was gut bei mir. Das heißt, du hilfst mir? Ja. Danke. Wieso hast du das gemacht? Hallo, meine Süße. Na? Sie können dann gehen. Danke. Sebastian, dein Familiensinn ist wirklich eine wahnsinnig positive Eigenschaft, aber merkst du nicht, dass dir das niemand dankt? Das ist nun mal so, wenn man der große Bruder ist.
Ich finde, deine Geschwister sind alt genug, um selber zu handeln und zu denken. Aber nein, sie sehen ständig ihren Vorteil und wollen immer, dass du die Sache für sie ausbügelst. Tanja, wenn ich jetzt auch noch anfange, den Egoisten zu geben, dann bricht hier alles zusammen. Das war schon immer so. Abgesehen davon, ich habe mir die Vaterrolle nicht ausgesucht. Ich bin da reingerutscht. Der richtige Vater war nämlich nicht da, als sie noch klein waren. Dann wäre es doch mal an der Zeit, dass sie dir was zurückgeben. Außerdem, du hast jetzt deine eigene Familie. Mich und Emma. Was schlägst du jetzt vor? Sollen wir einfach abhauen? Warum nicht? Dieses nervtötende Gremium und dieses ewige Geschacher um Einfluss, macht dir das Spaß? Nein. Aber was soll ich denn machen? Guck mal hier. Soll ich auf Gomera Touristen bunte Bändchen in die Haare flechten? Wenn wir unsere Anteile an der Enterprise abgeben und uns im Gegenzug LCL überschreiben lassen, dann wären wir unabhängig. Meinst du das ernst? Ja. Was hast du denn gemacht? Bist du reingesprungen? Ring ist weg. Ich krieg den schon. Zur Not lasse ich Eva oder, wie heißt sie nochmal am Tresen? Den Pool erpumpen. Nein. Was ist denn los mit dir? Vielleicht ist es richtig so. An was hat mich der Ring denn schon erinnert? An was ich sowieso schon verloren habe. Also ich bin mir sicher, dass du ziemlich bald ganz anders darüber denkst. Ich versuch's. Er ist weg. Damit muss ich mich abfinden. Du springst doch nicht deinem Ring hinterher, wenn dir nichts mehr daran liegt. Es wird sowieso nichts mehr so sein wie früher. Möchtest du auch ein Glas Wasser oder ein Glas Spiritus? Ja, gern. Falls du mit Timos Hilfe nichts über Clarissa rausbekommst, brichst du dann eigentlich deine Recherchen ab und bist wieder ansprechbar? Weiß ich nicht. Olli, mein Gott, warum ist dir das eigentlich auf einmal so wichtig? Du bist die ganzen Jahre doch auch ohne Schwester ausgekommen. Geht so. Eigentlich habe ich mir immer Geschwister gewünscht. Hast du nie gesagt? Ich hab's wohl verdrängt. Aber weißt du, als damals mein Vater gestorben ist, ich war total jung und tierisch überfordert. Besonders als meine Mutter so geklettet hat. Mit jemandem an meiner Seite, ich denke, das hätte sich vielleicht besser aufgeteilt. Und dann später, als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich auch Männer liebe. Ich habe echt gedacht, es gibt auf der ganzen Welt keinen Menschen, der mich versteht. Ich weiß noch, was ich Schiss hatte, Gregor von uns zu erzählen. Dabei war ich viel älter als du. Aber er hat doch super reagiert. Danke. Genau so was hätte ich mir auch gewünscht, dass da ein Bruder oder eine Schwester ist, die sagen: Hey, Olli, du bist mein Bruder, du bist super so, wie du bist. Egal, was du machst oder sagst. Ohne Gregor hätte ich auch wahrscheinlich die Zeit allein mit unserem Vater überhaupt nicht ausgehalten. Niemals. Mir ploppen ständig andere Bilder im Kopf auf. Ich mit meiner Halbschwester, sie mit meinem Vater und einer fremden Frau. Und dann frage ich mich, wie lange diese Affäre von meinem Vater wohl ging. Olli, mach du dir jetzt erstmal nicht so einen Stress, ja? Ich weiß ja, so viele Fragen, keine Antworten, das ist echt die Pest, aber vielleicht bekommst du ja nachher deine Antworten. Hm? Zieh meinen Hut vor deinem Mann, Tanja. Dich zu opfern fürs große Ganze. Respekt. Ansgar, spar dir das. Tanja, wenn sich diese einschneidenden wirtschaftlichen Entscheidungen irgendwie negativ auf euer Privatleben auswirken sollten, du kannst immer mit mir reden. Ich bin doch dein Freund. Okay, reden wir über meine Beziehung. Willst du die schmutzigen Details? Moment, ich nehme mir einen Drink. Ich bin ja schließlich Genießer. Sebastian hat heute gemerkt, dass seine sogenannte Familie seine Loyalität ausnutzt. Und es konnte für dich eventuell das Geschäft deines Lebens bedeuten. Ach. Es wäre möglich, dass Sebastian dir die Immobiliensparte überlässt. Und warum sollte er das tun? Er will unabhängig sein und frei mit mir und Emma. Frei mit dir, Tanja? Das ist ein Widerspruch in sich. Großer Gott, was habt ihr denn vor? Kibbutz oder Goa? Nein, hallo, ich bin ein Luxusmädchen. Ich werde auch eins bleiben.
Na schön. Zur Sache, Schätzchen. Deine Unterstützung im Gremium könnte für mich extrem hilfreich werden. Unterstützung wobei? Falls du die Immobiliensparte bekommst, will ich, dass das Gremium mir LCL überschreibt komplett. Moment mal. Ihr beide wollt mit LCL euer eigenes Ding machen? Bisher nur reine Spekulation. Also, wenn aus dieser reinen Spekulation irgendwann mal tatsächlich ernst werden sollte, sag mir gern Bescheid. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ausgesprochen kooperativ wäre. Nichts anderes habe ich erwartet. Sei bereit. 2 auf einen Schlag. Nicht schlecht. Ich fahre morgen nach Köln. Steinmann bestimmt ist eine gute Wahl. Ja. Du hattest recht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen uns trennen. Auch räumlich. Das war nicht meine Absicht, das weißt du. Was war denn deine Absicht? Was hast du denn gedacht, als du mit Jessica in der Kiste gelandet bist? Nichts. Ich habe gar nichts gedacht und dafür schäme ich mich, aber ich hatte einfach gehofft, dass in letzter Sekunde vielleicht irgendwas passiert. Ein Wunder, das dich erkennen lässt, dass wir trotzdem zusammengehören. Es gibt keine Wunder. Wir sind gescheitert. Und so brachte der Drache die kleine Prinzessin nach Hause. Der König und die Königin schlossen sie in die Arme. Endlich waren sie alle wieder zusammen. Was meinst du? Sollen Mama, du und ich mal anfangen? Nur wir 3, ohne diesen ganzen Zauber hier? Danke. Du warst mir mal wieder eine große Hilfe. Das können doch nur nicht die Wehen sein. Eigentlich nicht. Sie war heute Morgen schon so unruhig. Vielleicht ist es doch eine Kolik. Alles in Ordnung. Sieht so aus, als wenn es doch schon losgeht. Und ich hatte erst in 3 Wochen mit dem Fohlen gerechnet. Soll ich einen Tierarzt rufen? Erstmal nicht, sag einfach einen Stallburschen Bescheid, damit zur Not noch jemand hier ist. Sie haben schon alle Feierabend. Hilfst du mir? Klar. Ich hole den Geburtskoffer. Beruhig dich, Süße. Wir schaffen das. Hallo, Clarissa. Hallo. Wenn Sie meinen Enkel gegen mich aufbringen wollen, spielen Sie mit dem Feuer. Jetzt reg dich ab, wir wollen nur reden. Hat er dir jetzt auch schon diesen Floh ins Ohr gesetzt? Olli hat ein paar Fragen und ich verstehe, dass er die Antworten haben will. Fragen, die ich nicht beantworten kann. Clarissa, jetzt wäre der Moment, wo du mein Bild von dir positiv verändern könntest. Ich habe ja keine Ahnung, wen Sie schützen wollen. Aber wenn es um Arno geht, ich bin mir sicher, er hätte gewollt, dass ich erfahre, wenn ich eine Schwester habe. Clarissa, deine Geheimnisse haben jahrelang nur Unglück gebracht. Jetzt kannst du es besser machen. Entschuldige mich bitte einen Moment. Ja, es stimmt. Das Baby auf dem Foto ist Ihre Halbschwester. Aber ich bin nicht die Mutter. Ich komme gleich wieder. Irgendwelche Neuigkeiten? Ich gehe davon aus, dass Sebastian seinen Deal gleich präsentieren wird. Du weißt, was du zu tun hast. Na, trefft ihr schon geheime Absprachen?
Nein, ich weiß nicht mehr als du. Wie gesagt, wenn ihr alle rechnen könnt, dann brauchen wir über den Fortbestand des Auktionshauses nicht abstimmen. Rebecca, Tanja und ich wollen ja wohl, dass RCL bleibt. Das sind schon mal 3. Trotzdem, am Ende bleibt uns nichts anderes übrig, als zu tun, was Sebastian uns empfiehlt. Und er ist nicht gerade sehr objektiv. Was hast du denn da? Das hast du uns doch früher mal vorgelesen. Oh, ich hab das geliebt. Ach, das hab ich doch gemalt. Daran erinnert ihr euch noch? Schön. Ich mich auch, sehr gerne sogar. War vielleicht hart damals, aber war doch eine schöne Zeit, oder? Das war's. Auch wenn Papa nicht da war. Ja, damals haben wir noch alle zusammengehalten. Mag daran liegen, dass wir eine Einheit waren. Und keine Bande von Egoisten wie jetzt. Jetzt beruhig dich erstmal und setz dich hin. Was denn? Wir können doch über alles reden. Nicht nötig. Wir werden diese Bankenkrise abwenden. Und zwar, indem wir meine Immobiliensparte verkaufen. Was? Ist das dein Ernst? Ich stelle nur eine einzige Bedingung. Dass wir endlich wieder anfangen, uns wie eine Familie zu benehmen. Das gilt auch für dich, Ansgar. Es geht nicht ohne euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn Bella nicht ihre Tochter ist, wessen Tochter ist sie dann? Nun, eine gemeinsame Freundin von Charlie und mir hatte eine Affäre mit ihrem Vater. Und als sie schwanger wurde, wollte er, dass sie das Kind abtreibt. Aber sie hat Bella zur Adoption freigegeben. Ich habe mich darum gekümmert, deshalb ist der Brief ja auch an mich adressiert. Und Charlie wusste davon? Warum hat sie mir das all die Jahre verschwiegen? Wahrscheinlich, um ihre Identität zu schützen. Das ist so ein Adoptionsding. Clarissa, wenn du ihren Namen kennst, dann sag ihn. Bitte. Ihr Name ist Jacobi. Die Familie hat damals in Tübingen gewohnt. Jacobi. Danke. Danke. Ruhig, hey. Gut. Alles gut. Irgendwas stimmt doch nicht mit ihr. Warum liegt sie da noch nicht? Nervös. Hoffentlich geht alles gut. Nein. Es gibt nur noch eins, was ich für ihn tun kann. Nein. Es geht nicht anders. Nein. Hey, wir kriegen das hin. Ja, es ist alles okay, das Fohlen liegt richtig rum. Sollen wir nicht doch den Tierarzt rufen? Was ist, wenn doch irgendwas passiert? Ich weiß, dass du an Dionysos denkst. Du brauchst keine Angst haben. Bleib ruhig. Ja? Hältst du sie? Ganz ruhig. Was ist? Du kannst LCL doch behalten. Ja, die Hälfte. Wir hätten aber alles haben können. Es mag ja sein, dass du recht hast. Ja, wir hätten es durchziehen können, aber ich konnte es nicht. Sebastian, das war unsere Chance. Wir hätten frei sein können von all dem hier. Tanja, es ist vorbei. Wir brauchen das nicht weiter zu diskutieren, okay? Jetzt hätten wir das hier getan. Du hast diese Entscheidung ganz alleine getroffen. Du hast dir diesen Heiligenschein ganz alleine aufgesetzt. Mich interessiert jetzt eigentlich nur eins. Kann ich mich darauf verlassen, dass du meine Entscheidung akzeptierst, dass du mir nicht in den Rücken fällst? Ach, ich habe keine Ahnung. Tanja, Was ist denn? ich liebe dich.
Dann gehe ich mal davon aus, dass Sebastians Vorschlag hier ohne Gegenstimme akzeptiert ist. Oder? Kein schlechter Auftritt. Das war doch kein Auftritt. Er hält für euch den Kopf hin. Und das ist hier auch keine Bühne. Das ist die Wirklichkeit. Und in dieser Wirklichkeit hat euer Bruder euch gerade den Arsch gerettet. Ich bin sehr wohl in der Lage, die Dinge beim Namen zu nennen. Ein Hoch auf den Helden. Ich denke, damit wird das Schlimmste wohl überstanden. Damit ist Sebastians Vorschlag einstimmig angenommen. Das war's. Dr. Patrick, bitte. Der Mutter geht's sehr schlecht. Kommen Sie bitte schnell, ja? Und alles gut, alles gut. Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal gute Hinweise. Viel Glück bei der Suche, hm? Danke. Es tut mir leid. Was denn? Ja, dass ich nicht dran geglaubt habe. Und dass ich zwischendurch sogar gedacht habe, dass du nicht alle Latten am Zaun hast. Ja, das war hart, aber ich werde dir vergeben. Alles okay? Ich meine, willst du vielleicht reden? Sowas steckt man doch nicht so einfach weg. Danke, mir geht's gut. Keine Bella Jacobi in Tübingen. Den Nachbarorten auch nicht. Vielleicht hat sie ihren Namen geändert, weil sie geheiratet hat oder so. Das wird nicht leicht, aber ich bleib dran. Bärbel hat sich wieder beruhigt, aber ich hoffe trotzdem, dass der Tierarzt bald kommt.